Die Sachen sind niemals gleich für Ausländer. Wir können selbe Wege laufen, aber nicht in selbeartige Wege erleben. Ich bin die Raissa Turci, ich komme aus Kamerun und studiere International Management an der Hochschule Wiesbaden. In Dörfern werden die mehr an Tradition und Bräuche kennen als Stadtleute. Es ist wirklich toll dort. Als Kind habe ich jedes Ferienschule dort gebracht. Die Großeltern waren da, mein Papa, seine Eltern, und die waren ganz lieb mit uns. Also er kommt von einer Familie, sein Papa hatte mehrere Frauen. Wir haben dort als Wohnort diese Hochschule ist klein. Ist nur die Familie. Hier wohnte sein Papa, da unten sein Onkel. Überall da drin, diese Strecke, bist du einfach willkommen. Wenn du kein Auto hast, dann musst du überall Hallo sagen. Überall. Das war schon ein bisschen peinlich, weil manchmal hast du keine Ahnung, mit wem du redest, aber es ist einfach die Familie, Punkt. Es war so, mein Opa, seine Wohnung ist da und alle anderen Frauen sind einfach hier. Jede hatte seine Wohnung da. Und meine Oma hatte sein Gegenüber, direkt weil sie die erste Frau war. Er hat seine Wohnung einen Stock höher gemacht, dann saß er immer da hoch und konnte alle, die runter sind, sehen. Wenn was ist, müsst ihr nur in eure Küche das besprechen. Wenn es schon laut ist draußen in dem Hof, hat ihr schon mitgekriegt da oben und kann ihr von da oben nur bestimmen, was gemacht werden kann. Und die Kinder haben sie ganz gut vertragen. Mein Papa hat von Opa geerbt und es ist so, wir können sagen, er ist jetzt der Opa. Einmal im Monat sammelt er die ganze Familie, seine Brüder und so, die als seine Kinder bezeichnet sind, und dann können die alle zusammen reden. Es ist auch schon mal lang her, dass ich in meinem Dorf gewesen bin. Ich bin nicht mehr dorthin gewesen, weil es eine Tradition gab. Wir haben einen Chef im Dorf. Es gab Gerüchte, dass der Neue könnte sich einfach Frauen aussuchen. Wenn der da am Markt steht und sagt, das Mädchen da möchte ich gerne haben als Braut. Er kommt nicht zu dir und redet mit dir, nee, seine Männer kommen zu dir. Wenn du es nicht willst oder wenn du nicht einverstanden, bekommst du so ein Armband. Du bekommst es so einfach in die Hand und fertig. Die Leute, die im Dorf wissen schon, dass dieses Armband bedeutet, dass der Chef dich ausgewählt hat. Und kannst du einfach nichts mehr dagegen machen, musst du einfach ihm folgen. Ich war 15 Jahre gerade und mein Papa hat gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Dann habe ich aufgehört, nach dem Dorf zu fahren. Das erste Mal, als ich nach Hause zurückgekehrt bin, ich fand alles komplett anders. Alles war mir einfach wichtig, zu Hause bleiben. Ich bin immer unterwegs gewesen, als ich in Kamerun war. Raus ganz früh, ganz spät wieder zurück. Mein Papa hat sich immer beschwert, aber ich fand schon wichtig, die erste Woche, der da war, nur zu Hause zu bleiben. Die Leute anschauen, einfach so, wow, bin wieder da. Hier in Wiesbaden habe ich mich in einem Verein, es ist so ein kamerunischer Verein, dort bin ich auch engagiert. In dem Verein versuchen wir kamerunische Leute oder beziehungsweise afrikanische, die in Schwierigkeit hier sind, weil die keine Information haben und wissen nicht, wie sie weitermachen können oder wie man mit Behörden umgehen kann, beizustehen, diese Sache zu erledigen. Wenn man gerne hier bleiben will und die Möglichkeit auch genießen, sich weiterzuentwickeln, aber verstehe nicht, wie es das machen kann. Ich finde es schon toll, dass wenn ich hier helfe und sage, okay, ich habe auch schon durchgemacht, ich habe einige Erfahrungen, ich habe bis jetzt kein Problem mit Behörde. Wenn du das mitbringst, dann klappt es. Oder
nehmt ihr mal die Hand und dann sage ich, okay, gehen wir dahin, klopfen wir und stellen wir die Frage. Die Sachen sind niemals gleich für Ausländer. Wir können selbe Wege laufen, aber nicht in selbe artige Wege erleben. Dann ist es immer wichtig, dass wir keine Vorurteile voneinander haben, weil wir nicht wissen genau, was der oder die andere schon erlebt hat, obwohl es scheint, ja, wir machen die gleiche Sache, wir sind gleiche Wege gelaufen, aber wie hast du die Wege erlebt? Das ist noch ganz anders. Dann muss man vorsichtig sein mit Vorurteilen. Ja. Ich glaube, es ist alles. Kaksi, koprais.